sehr früh und die Reise geht gleich los nach meinem Glas Wasser. Günaydin und Merhaba und einen wunderschönen, guten, frohen Morgen, ihr Lieben. Ja, wir sind auf der Reise mit den zwei Mädels, Girls Trip. Wir sind auf dem Weg nach, dreimal dürft ihr raten, nach Konya. Aber jetzt gibt es erstmal Kaffee, es ist nämlich ziemlich früh. Und wie ihr seht, auch hier eine wunderschöne Natur. Wir sind jetzt hier gerade an der Tankstelle, es ist nicht so schön. Aber bleibt auf jeden Fall dran, denn wir besuchen heute einen sehr, sehr interessanten, einen sehr uralten Ort. Und ich bin schon ganz gespannt. Ich habe mir sehr viele Videos darüber angeschaut und bleibt auf jeden Fall dran, wenn ihr unseren Mädelstrip verfolgen wollt. Ja Leute, wir haben jetzt hier einen kurzen Stopp eingelegt. Ich bin jetzt hier gerade kurz mit der Drohne rumgeflogen und also es ist unfassbar, wie heftig sich einfach diese Landschaft verändert. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich die Strecke jetzt schon von München gefahren wäre, ich wäre jetzt schon mindestens durch Österreich, Slowenien und ich wäre jetzt schon, glaube ich, in Kroatien. Und ich bin einfach immer noch in der Türkei. Ja, das ist halt echt Wahnsinn. Also wir fahren wirklich die ganze Zeit so mit offenem Mund rum. Und ja, weiter geht die wilde Fahrt mit unserem kleinen Porsche hier. Aber der ist echt cool, der kleine Flitzer. Und die zwei jungen Damen habe ich noch gar nicht vorgestellt. Das ist einmal die Marie. Hi. Und das ist die Karin. Hi, hi. Genau. Und wir machen uns jetzt weiter auf unseren Weg zu unserem eigentlichen ersten Stopp. Ja, wir sind jetzt angekommen und es hat erstmal hier eine nette Gang empfangen. Also wir sind jetzt bei Konya und wir sind jetzt in Çatalhöyük. Und für die Leute, die das noch nicht wissen, das ist die älteste Siedlung, keine Stadt, die älteste Siedlung der Welt. Schau ich mal, ob ich da euch ein paar Einblicke zeigen kann. Übrigens über 9000 Jahre alt. 9000 Jahre. Das ist schon echt krass. Also ich muss ja sagen, dass ich die Tierwelt fast immer ein bisschen interessanter finde. Ich finde die Tierwelt, ja. Stell dir mal vor, die Vögel waren echt, meinst du, dass die so groß, originaltreu? Waren die so groß? Denke ich schon. Schau mal, die Vögel, die Enten. Sehr krass. Schaut so ähnlich aus wie so ein kleiner Kiwi, wie aus Australien, ne? Ja, aber ein XL-Kiwi. Ein XL-Kiwi, ja. Das haben die schon echt cool gemacht. Hier auf Jagdszenen. Wird es da an die Wand wiedergegeben. Erwachsene wurden in die eine Richtung in deren Häusern begraben, auch Tiere, alles wurde in deren Häusern begraben. Und die haben in eine Richtung geschaut und die Kinder wurden in die andere Richtung zum Beispiel begraben. Zum Beispiel so haben die gekocht.
hier im Ofen. Oh, das sind Leblebis. Ich liebe Leblebis. Weil natürlich alles so eng bebaut war und es keine Straßen gab, sind die Leute natürlich von oben in deren Häuser reingegangen. Und gerade was ihr gesehen habt, da geht man quasi dann von oben rein. Die Männer waren ja nicht größer wie 1,65 und die Frauen nicht größer wie 1,50. Also was Ernährung schon alles macht. Jetzt sind wir hier auch gerade so Schulklassen begegnet. Richtig süß, ich finde es richtig toll, dass die hier auch so Ausflüge machen. Ja, und jetzt gehen wir mal richtig in die Ausgrabungsstätten rein. Wusstet ihr, dass übrigens nur bis jetzt 10% ausgegraben worden sind? Also 90% liegt einfach noch unter der Erde. Mädels, wie gefällt's euch bisher? Ja, sehr gut. Sehr gut. Schön. Ja, hättest du Geiles Wetter, warm. Hättest du gedacht, dass Türkei bis jetzt so von Meer, Strand, von einem Extrem quasi ins andere geht? Tatsächlich gar nicht. Aber ich bin auch das erste Mal in der Türkei und das ist sehr spontan und habe mir da überhaupt keine Gedanken vorher drüber gemacht. Aber nein, hätte ich so nicht erwartet. Tatsächlich nicht. So? Auf der einen Seite hätte ich es erwartet, auf der anderen Seite nicht. Aber das jetzt mal so zu sehen, ist schön. Gefällt mir. Also ich muss auch sagen, dass es jetzt so grün alles hier ist. Das ist schon krass. Also echt richtig, richtig schön. Und jetzt werden wir hier reingehen, da wo die Ausgrabungen begonnen haben. So. Also ihr seht auch hier wirklich diese ganzen Hauswand an Hauswand. Es gab überhaupt gar keine andere Möglichkeit, irgendwie sonst in die Häuser reinzukommen. Also ich finde das schon sehr spannend. Wir waren jetzt auch gerade Schweiz unterwegs, international vertreten. Und wer auf jeden Fall mal so geschichtsinteressiert ist oder auch mal in der Nähe von Konya ist oder einfach mal sich 4 Stunden lang ins Auto hocken will von Alanya, das ist auf jeden Fall mal ein Ausflug wert. Der Eintritt kostet jetzt, Stand heute, April 2026, 5 € oder 265 türkische Lira Eintritt. Genau. Und wir haben natürlich nicht nur deutsche oder Schweizer Besucher, sondern ihr seht auch hier diese ganzen kleinen Tapser. Ach, sehr süß. Ja. Das war's. Also ich mag das richtig gerne, mal so in alte Geschichte einzutauchen. Mich interessiert das auch. Und ich finde es immer spannend, wie einfach so die Menschheit früher gelebt hat. Aber ich finde es auch extrem spannend, den 2 Damen jetzt hier mal zeigen zu dürfen, wie zum Beispiel ein Serpme Kahvaltı schmeckt. Deswegen, die kennen das typisch türkische Frühstück noch gar nicht, was eine immense Wissenslücke ist. Deswegen werden wir dem jetzt mal beisteuern, weil wir haben nämlich noch nichts gegessen, oder? Nein. Also, der Hunger lässt ein bisschen grüßen und deswegen suchen wir uns jetzt mal was richtig Leckeres. So, wir sind jetzt hier gerade in Avanos angekommen und es ist wirklich wunderschön. Ihr seht hier einmal diesen Berg und wir sind hier auch nicht nur irgendwo in Avanos, sondern bei Jess Galip. Der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen. Das ist ja hier eine Töpferei und es ist ein Mann, bei dem in der Töpferei, ich glaube, es ist so ein kleines Museum, ich werde mir jetzt selber davon ein Auge machen, aber
da sind Haarsträhnen verschiedenen Frauen. Und ich finde das super spannend, weil ich mir die Frage stelle, warum ist das so? Und es schaut hier total cool aus. Man sieht hier schon die kleinen und die großen Tontöpfe. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir jetzt da mit der Kamera rein dürfen, weil Datenschutz und so. Deswegen bleiben wir mal gespannt und wir sehen uns hoffentlich gleich drin. Touch. Please touch it. Still soft. Look like chocolate. Look. Also hier werden wirklich die Töpfersachen komplett handgemacht. Und ich weiß jetzt leider seinen Namen nicht. Ich sage einfach Usta Hojam. Also er braucht 47 Tage, bis diese Schale fertig ist. Und das wird aus weißem Gestein von den Kappadokien-Steinen hergestellt. Das Weiße. Es ist echt Wahnsinn. Von Mr. Galip, von dem Master, ist quasi die Frau Holländerin. Und sie macht das alles. Wahnsinn. Also ich bin echt überwältigt. Wir haben jetzt hier noch einen Tee bekommen. Das ist schon krass. Wow. Let's see. He will drop the pot and we will see how strong. Okay. Okay, 1, 2, 3. Okay. Please come. Stand on the pot. Come. Oh, very good. Okay. Wir sind hier 18 Meter unter der Erde. Also sind richtig im Stein. Und übrigens, Leute, das zerbricht nicht, weil das aus Quarzstein, da ist eine Mischung drin, Quarzstein. Arkadaşlar ama Alman değil mi? Evet. arkadaşlar Munich. şey var ilk bir Arbeiten Deutschland 2 Jahre'de. O acaba bu neden böyle? Aber dann, siz çalıştım. Ha? Nerede çalıştınız? Dortmund fabrikası. So, Leute, ich habe hier ein Autogramm bekommen von Mr. Galip. Also sehr süßer, also ganz knuffiger. Mr. Einstein, wie sie ihn genannt haben. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum eigentlichen Ort, wo wir hin wollten. Aber trotzdem, also diese Töpferei, das war unglaublich. Also wenn ihr mal hier seid, unbedingt hingehen. So Leute, wir gehen jetzt hier rein. Da wo wir gerade bei diesem Jess Galip waren, gehen wir jetzt ins Haarmuseum. So Leute, ich habe jetzt meine Haarspende hier auch gelassen. Ihr seht es. Und ja, ich habe Master Galip vorher gefragt, warum denn Frauen hier so viele Haare abschneiden. Und seine Antwort war, warum denn nicht? Deswegen mache ich das jetzt auch. Also das war jetzt echt super cool. Der Junge, der uns jetzt da durchgeführt hat, der dürfte jetzt leider kein Trinkgeld annehmen. Deswegen haben wir jetzt da noch eine Kleinigkeit gekauft. Und ja, wir haben uns alle hier verewigt. Also ihr müsst auf jeden Fall mal hierher kommen. Es ist echt wirklich ein Besuch wert. Wirklich. So Leute, jetzt gehen wir noch eine Runde wandern hier. In Kappadokien. So, jetzt sind wir Gott sei Dank nochmal zum richtigen Sunset Point gegangen. Das ist schon echt richtig schön. Jetzt geht's auf jeden Fall noch was essen. Morgen schauen wir mal, was wir so machen.
Und genau, ansonsten einen wunderschönen guten Morgen aus Kappadokien. Jetzt sind wir hier gerade beim Frühstück. Ich zeige euch mal hier die Aussicht. Das ist wirklich schön. Das ist sonnig. Es ist echt schöne, anatolische Luft, Weitsicht. Ach, einfach toll. Ja, das ist quasi der Ausblick von der Terrasse, wo wir jetzt gerade essen. Das ist das Frühstück. 2 Eier, bisschen Ei, ja, 2 Aprikosen, ein Käffchen. Vielleicht kommen danach noch 2, 3 Kaffee dazu, wer weiß. Gestern waren wir dann noch in einem Restaurant, sind dann eigentlich ziemlich tot ins Bett gefallen. So, und heute geht es dann weiter. Wir gehen hier noch auf den höchsten Berg in Kappadokien. Und danach fahren wir noch woanders hin, ein bisschen raus aus der touristischen Zone. Und sind mal gespannt, was der Tag heute noch so bringt. Also es war ein ganz kurzer Trip, aber auf jeden Fall mal wert gemacht zu haben. Und jetzt lassen wir uns das Ganze schmecken. A4 Olsun Karen. So ihr Lieben, gut gestärkt geht's jetzt los. Und wir sind jetzt hier an einem Aussichtspunkt. Einen natürlich von ganz vielen. Ja, meinen Drohnenkoffer habe ich immer dabei. Boah, und schaut euch das mal an. Also das ist schon wirklich extrem schön. Und das hier, die Formation, wirklich ungelogen, ist wirklich wie beim Grand Canyon. Also beim Grand Canyon war ich jetzt auch schon 2-mal. Und es ist echt eine tolle View. Ja, und eigentlich haben wir uns ja gedacht und gewünscht, dass wir ja eine Ballonfahrt machen können. Aber wir hatten 2-mal angerufen und die haben leider gesagt, es kann auf jeden Fall sein, bei Wind wird es, ja, was wahrscheinlich an dem Tag sein wird, was heute auch der Fall ist. Ihr seht es an meinen Haaren. Es wurde abgesagt und deswegen, ja, gab es heute keine Ballonfahrt für uns. Aber auch da muss ich sagen, Ballonfahrt ist hier richtig teuer, aber ich glaube auch da, das macht ihr once in a lifetime. Und die haben gesagt, es wird kosten zwischen 300 bis 400 Euro. Also wer das einmal machen will, ich würde schnell machen, weil ansonsten, glaube ich, wird das früher oder später bis ins Unermessliche steigen. Nur mal so am Rande erwähnt. Ja, das ist die Realität, sehr viele Menschen. Aber es ist auf jeden Fall wert, gesehen zu werden. Und damit wir, bevor wir wieder 7 Stunden zurückfahren, vielleicht 8, uns noch ein bisschen die Beine vertreten, haben wir gedacht, wir gehen jetzt mal ein bisschen wandern. Und zwar auf den Uchi-Sar. So, auf wir. Wenigstens haben wir heute einen Ballon gesehen, immerhin. So Leute, damit ihr mal seht, wie groß dieser Berg ist. Also das ist schon phänomenal, ne? Herz und flieg du, sag ich dir. Also für die Mädchen heute mit langen Haaren, Fotoshooting, so cool. Semi. Aber ihr seht es wirklich, also Ballonfahren wären heute absolut gar nicht möglich gewesen. Ja, echt schade, aber dann ruft halt Kappadokien ein zweites Mal. Also wir haben ja gestern schon festgestellt, welche Menschen hier öfter wandern gehen und welche nicht. Also welche hier wirklich fit sind und welche nicht, weil es ist schon sehr hügelig. Oh, wie toll einfach. So Leute, das war's jetzt bis jetzt hier bei dem Video von Kappadokien. Ihr solltet auf jeden Fall mal, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt, einmal hierher kommen, das mal wirklich live erleben. Ich kann es gar nicht so rüberbringen mit den vielen Bildern, Videos, was ich gemacht habe. Aber ich hoffe, dass es für euch vielleicht eine kleine Inspiration war, dass ihr vielleicht mal hierher kommt, weil die Geschichte ist sehr interessant. Diese Felsformationen sind interessant. Es gibt hier so viele interessante Menschen und macht es vielleicht nicht wie ich, dass ihr nur eine Nacht bleibt, sondern nehmt euch vielleicht 2, 3 Tage und genießt es einfach. Und wir
zwangsweise. So, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber da sind weiße Salzberge. Oida. Und die Straße, Wahnsinn. Schön viele Löcher hier. So Leute, ich habe total salzige Lippen. Es ist nämlich enorm windig draußen und wir sind am Salzsee. Hier wird extrem viel Salz abgebaut. Das ist schon wirklich phänomenal. Ich meine, ihr seht jetzt hier die Salzberge und also es ist echt ein Naturschauspiel. Und das Krasse ist, es ist hier alles grün. Normalerweise trocknet der Salz alles aus. Also im Sommer trocknet dieser See auch komplett aus. Aber jetzt gerade ist halt ein bisschen Wasser drinnen und die bauen halt hier ganz normal Salz ab. Und diese Pflanzen, das sind ganz, ganz spezielle Pflanzen, die das Salz auch nochmal extra absorbieren. Es ist total interessant. Also, alles ist grün. Und wenn ihr über die Lippen geht, und es fischelt. Es ist... Ja. Oh Gott, Leute, man muss aufpassen, dass man hier nicht ausrutscht. Und da sind schon erste hier wirklich so Spuren. Oida. Nee. Jetzt schaut mal, was ich gefunden habe. Das glaube ich jetzt nicht. Ein Glücksbringer. Also das war jetzt richtig cool. Nach diesem ganzen Tourismus, also wirklich Hardcore-Tourismus, jetzt nochmal da so in der Natur rauszufahren, wo weit und breit keine Menschenseele ist, voll abgefahren. Und merkt euch eins, pinkelt niemals gegen den Wind. Das ist nicht gut. Wir fahren jetzt wieder zurück nach Alanya. Das war saugeiles Abenteuer. Und ja, mein Ende und mein Fazit werde ich dann in Alanya machen. So, ihr Lieben, ist wieder herrlich, ich bin wieder in Alanya. Was für eine Tour. Ja, und wie versprochen, hier kommt noch mein persönliches Feedback. Also, ich sag erstmal, was für eine Reise, wirklich. Also, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich bin knapp 1100 Kilometer alleine gefahren. Also natürlich hatte ich 2 Mädels bei mir drinnen und die habe ich auch sehr gut unterhalten. Aber ich bin komplett alleine gefahren und ich liebe einfach Autofahren. Ich finde das richtig cool. Also mir gefällt das richtig. Also wir haben hin und zurück jeweils 8 Stunden ungefähr gebraucht. Aber natürlich, weil wir auch einige Schlenker gemacht haben. Da waren wir ja einmal in Çatalhöyük und auf dem Rückweg sind wir natürlich nach Tuzgölü noch gefahren, weil ich unbedingt diesen Salzsee sehen wollte. Das wurde mir empfohlen und ich muss auch echt sagen, das war auch so landschaftlich unglaublich. Also ich bin wirklich sowohl bei der Hinfahrt als auch bei der Rückfahrt gar nicht mehr aus dem Staunen rausgekommen. Also ich liebe die Natur, ich liebe die Landschaft, ich liebe auch hier in Alanya die Landschaft, aber also wie sich das innerhalb kürzester Zeit so sehr verändert, das ist einfach wirklich atemberaubend. Also da wird einem nicht langweilig, wenn man diese Strecke mal fährt. Also ich würde das auch wirklich jedem empfehlen,
egal wo ihr hinfahrt, ob es einfach nur mal 1 Stunde, 2 Stunden die Berge sind, es ist unfassbar cool und es macht Spaß und es ist Aufregung pur. Also das ist erstmal Punkt Nummer 1. Die Reise, die Fahrt an sich selber hat mir tierisch Spaß gemacht. Verkehr war auch super, wir hatten keinen Stau, es gab keine Unfälle, also ist alles super gelaufen. Dann mein persönliches Highlight, wirklich, das war eigentlich die Töpferei in Avanos. Bin ich ganz ehrlich, also Kappadokien ist ja sehr, sehr schön. Ich hatte mich eigentlich unglaublich aufs Ballonfahren gefreut, aber es war wirklich windig und da sollte man auf gar keinen Fall mit seiner Sicherheit spaßen. Deswegen, das war schon gut so, dass es nicht stattgefunden hat und ich glaube, die Ballonfahrer wissen das auch, wann der Punkt einfach da ist, weil man sagen sollte, nee, das wird heute abgesagt. Es haben sich unglaublich viele Leute aufgeregt, aber naja, ich hätte es schon gern gemacht. Ich glaube, sowas macht man einmal im Leben. Aber gut. Ansonsten fand ich jetzt Gördeme, muss ich ehrlich sagen, viel zu touristisch, viel zu überlaufen. Aber es ist halt einfach eine schöne Umgebung. Was soll man tun? Wo es schön ist, strömen einfach die Menschen hin. Und es ist auch wirklich eine, was soll ich sagen, einfach eine andere Welt. Es ist einfach eine andere Welt, diese Steinformationen. Egal, ob es jetzt die Materialien, quasi die aus den Steinen von Kappadokien für die Töpfereien sind. Also das ist schon wirklich unglaublich. Ich glaube, auch wenn ich das nächste Mal noch mal in der Gegend bin, das war auf jeden Fall nicht mein letztes Mal, ich habe es noch auf meiner To-Do-Liste, dass ich einmal Ballon fahren möchte. Möchte ich unbedingt tun. Und ich glaube, da werde ich aber ein bisschen mehr so noch Richtung Natur gehen. Also zum Ballonfahren so Richtung Gördeme rein. Aber ansonsten finde ich einfach die Natur viel, viel spannender. Ich vermeide eigentlich so Menschenmassen, muss ich ehrlich sagen. Aber wirklich mein absolutes Highlight war einfach Avanos in dieser Töpferei bei Galip. Ich habe mich so gefreut. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich durfte den einen Teil ja auch gar nicht mitfilmen, weil das wirklich Meisterstücke sind, an denen 9 Monate eben gearbeitet worden ist. Ich muss auch an der Stelle sagen, liebe Gudrun, falls du dieses Video siehst, schnapp dir den Frank und fahrt dahin, weil das ist, also gerade, Gudrun ist auch eine Künstlerin und ihr wird das richtig gefallen. Jedem von euch würde das gefallen. Und natürlich verlinke ich alle Orte, an denen ich war, einmal hier unter mein Video. Also das war ganz, ganz toll. Und vielleicht mache ich das nächste Mal auch einfach bei Mr. Galip auch mal einen Töpferkurs, wer weiß. Also finde ich echt toll. Ja, das war eigentlich so mein persönliches Highlight. Ich hätte gern vielleicht noch einen Tag länger gehabt, aber dadurch, dass die Mädels einfach hier nur eine Woche Urlaub in Alanya machen, hatten wir ein bisschen Zeitdruck. Ich habe ja auch hier ein paar Dinge zu tun und ich musste das Ganze ein bisschen planen, aber es war vollkommen in Ordnung. Wir haben super viel gesehen innerhalb kürzester Zeit und das hat richtig Spaß gemacht und ich glaube, in Zukunft werde ich öfter mal sowas machen. Also, wem dieser kleine Girls Trip gefallen hat, der darf dem Video natürlich gerne ein Like geben und ihr dürft nicht vergessen, mich zu abonnieren. Ich sehe mal, ganz viele von euch haben den Kanal noch gar nicht abonniert, deswegen einmal hier abonnieren und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Freut euch auf weitere spannende Vlogs hier, was mich und mein Leben, Jennys Life, bewegt. In diesem Sinne, habt alle einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend. Bis dann.